Hallo aus Dortmund zu einer neuen Folge unserer Videoreihe. Heute Thema Tuning am 991.2 Carrera mit S und auch ohne S. Porsche hat ja nach vielen Jahren Carrera als Saugmotor zum Glück endlich umgestellt auf Carrera mit Biturbomotor, was uns als Tunern natürlich das Leben deutlich einfacher macht. Tuning am Saugmotor ist schwierig, teuer und es kommt hinterher nicht richtig was bei raus. Beim Turbo ist es zum Glück ganz anders. Schon über eine vernünftige Elektronik und Anbauteile am Motor kann man riesen Mehrleistungen erzielen. Bessere Fahrleistungen und das alles auch noch zu überschaubaren Kosten. Also vielen Dank Porsche, endlich der richtige Weg. Ja, wir haben uns überlegt, wir werden für das Auto mehrere Stufen anbieten. Unsere kleine Stufe ist reine Elektronikänderung der Motorparameter. Das heißt, die DME wird umprogrammiert, solange bis eine vernünftige Mehrleistung bei rauskommt. Ich schätze mal, wir werden so landen bei 520, 530 PS. Das Basisauto hat als GTS oder S ja 450 PS. Also schon deutlich zu spüren. Irgendwo im Bereich fast 20% Leistungssteigerung und bestimmt 25 bis 30% Drehmomentsteigerung. Das sollte der locker hergeben. In dem Fall brauchen wir dann auch keine weiteren Parameter am Auto zu ändern, kein Auspuff, kein Cut, kein Partikelfilter, alles bleibt wie es ist. Nächste Stufe bei uns, Stufe 2, logischerweise wieder die Elektronik, dann wahrscheinlich etwas weitreichender in Kombination mit einem anderen Auspuff, vielleicht auch andere Katalysatoren, das wird man sehen, wie es sich so beim Entwickeln ergibt. Ich denke, da werden wir kommen auf bestimmt 550 PS. Gerade vom Katalysator und vielleicht auch vom anderen Partikelfilter erwarte ich eigentlich eine ganze Menge, weil der schnürt den Auspufftrakt ja doch ganz schön zu. Und dann als Top-Leistungssteigerung natürlich noch die Stufe 3, bei der werden wir mit Elektronikänderungen für den Motor nicht auskommen. Da werden wir sicherlich auch noch die Elektronik fürs Getriebe machen müssen, um dann da alle Parameter anzupassen, wie erhöhtes Drehmoment, Schaltgeschwindigkeit, Schaltdrehzahl, Begrenzungsparameter und so weiter, damit das dann alles vernünftig Hand in Hand geht mit Motor und Getriebe. In Kombination wieder mit Auspuff und OPF und in jedem Fall überarbeitete Turbolader. Die Turbolader, die jetzt drin sind, machen schon einen ganz guten Eindruck. Sonst wären ja auch nicht in anderen Stufen schon 530 und 550 PS möglich. Aber ich denke, das ist dann weiter der begrenzende Faktor. Viel mehr wird wahrscheinlich nicht gehen. Deshalb werden wir sie in jedem Fall aufmachen, größere Verdichter und vielleicht auch größere Turbinenräder einsetzen und dann mal gucken, wie weit wir kommen. 600 plus ist eigentlich das Ziel und ich halte das auch für absolut realistisch. Ein Motor mit seinen 3 Litern und 6 Zylindern ist bauartmäßig relativ ähnlich zum 3.8er Turbo und der hat ja inzwischen schon 650 PS. Also ich glaube, da geht schon irgendwie was. Das sieht man noch ganz gut, ne? Ja. Okay? Ja. Dann wollen wir mal loslegen mit der Stufe 1. Stufe 1, wie ich gesagt habe, ist Elektronik. Bei der Elektronik gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann entweder über eine Box arbeiten, eine Zusatzbox. Bei einer Zusatzbox hat man den Vorteil, dass man die anstöpseln kann und wieder abstöpseln kann und wieder dran und wieder ab, ganz wie man möchte. Man hat also keine wirkliche Änderung im Motorsteuergerät, hat aber auch nur eine ganz begrenzte Möglichkeit, was man überhaupt abändern kann. Die Box kann mir keine Zündung verstellen. Die kann im Prinzip nur Sensoren beschummeln, die im Auto drin sind. Ja, ich kann damit einen anderen Raildruck machen, ich kann damit mehr Ladedruck machen, aber eine richtig saubere Abstimmung kriege ich damit nicht hin. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze über ein wirkliches Chip-Tuning machen. Das heißt, wir werden die kompletten Kennfelder im Motorsteuergerät in der DME umschreiben auf einen Stand, mit dem wir als Hightech-Unternehmen leben können. Wir werden nämlich alle Parameter ändern. Alles, was wichtig ist, um einen perfekten Motorlauf hinzukriegen. Und das halte ich einfach für wichtig. Ich möchte kein halbgutes Ergebnis, sondern ein perfektes Ergebnis. Darunter geht einfach nichts. Was gibt es da alles zu ändern? Wir können Zündung komplett verändern. Zündung in allen unterschiedlichen Bereichen. Zündung ist inzwischen nicht mehr ein Kennfeld oder 5 Kennfelder, das sind Dutzende von Kennfeldern mit Begrenzungskennfeldern und so weiter. Also eine Riesenaufgabe. Aber gerade über Zündung holt man eigentlich eine ganze Menge Leistung. Des Weiteren natürlich Einspritzmenge, die wichtig ist. Wer mehr Leistung hat, braucht auch mehr Sprit. Leistung kommt aus dem Benzin, ist ja logisch. Mehr Ladedruck braucht man auch in jedem Fall,
weil letztendlich ist es ja immer, je mehr Luft ich in den Motor reinkriege, desto mehr Benzin kann ich dazu einspritzen und beides zusammen ist eben die Leistung. Und wenn ich es dann noch zum perfekten Zeitpunkt entzünde, habe ich eben eine super Leistung. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, Cut-Konvertierungsrate und ich weiß nicht, Höchstdrehzahl, Schaltdrehzahl, was man alles haben will, Leerlaufdrehzahl und so weiter. Wir probieren dann so lange rum, bis wir eben mit einem perfekten Ergebnis durch sind und damit zufrieden sind und die Fahrleistungen erreichen, die wir erreichen wollten. So, dann geht es jetzt los. Fühlt sich schon ganz anders an. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat man noch das Gefühl, man erreicht die 200. Stufe 2. Bei Stufe 2 kommt ja noch der Auspuff dazu. Der Auspuff ist ebenfalls wie die Elektronik ganz wichtig bei der Leistungssteigerung, speziell beim Turbomotor, weil der Turbo ist ja ein Turbinenrad, was im Auspufftrakt sitzt. Das heißt, der wird von den Auspuffgasen angetrieben und er lebt von der sogenannten Druckdifferenz. Die Abgase strömen durch die Turbine auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus. Je größer die Druckdifferenz zwischen einströmendem Druck und ausströmendem Druck ist, desto schneller dreht sich das Turbinenrad. Und je schneller sich das Turbinenrad dreht, desto mehr Luft kann angesaugt werden vom Verdichterrad und desto mehr Ladedruck gibt es auf der anderen Seite und mehr Leistung. Also will ich, dass auf der einen Seite natürlich ein hoher Druck ist vor der Turbine, den gibt mir aber der Motor quasi vor, und auf der anderen Seite möglichst wenig Druck, den gibt mir der Auspuff vor. Katalysator, OPF-Filter, Auspuffanlage an sich. Also kann ich relativ einfach meine Leistungsfähigkeit des Turboladers beeinflussen, indem ich weniger Gegendruck vom Auspuff her habe. Deshalb mussten wir einen kompletten Auspuff für das Auto bauen und ganz, ganz wichtig in dem Falle Katalysatoren. Die Katalysatoren, die jetzt drin sind mit ultra kleinem Gewebe. Das heißt, das Ganze wird ja gemessen in 100 Zeller, 200 Zeller, 400 Zeller. 400 Zeller heißt 400 Durchlasskanäle pro Quadratinch, 2,5 mal 2,5 cm in etwa. Das heißt, wenn ich einen 100 Zeller Cut habe, habe ich viel mehr große Öffnungen als bei einem 400 Zeller, bei dem ich kleinere Öffnungen habe. Das heißt, der Strömungswiderstand ist viel geringer. Der 400 Zeller, der jetzt drin ist, ist ein Keramik-Cut. Der ist gut für die Abgase, der ist sehr langlebig und haltbar und er ist günstig. Deshalb baut Porsche den ein. Wir nehmen einen anderen Cut, wir nehmen 200 Zeller Cut. Der kann genauso gut Euro 6, hat einen viel geringeren Gegendruck, den er erzeugt, klingt deshalb auch noch besser, ist ein Metall-Cut, ist teurer. Gut, ein Tod muss man sterben, aber dafür haben wir auch mehr Leistung. Mehr Leistung und mehr Sound, genau das, was wir wollen. Und deshalb besteht unsere Stufe 2 aus Elektronik, bei der wir wieder komplett alle Parameter ändern. In dem Fall dann sogar noch mit mehr Ladedruck, mit mehr Benzin, mit nochmal geändertem Zündkennfeld, weil wir auch etwas mehr Zündung fahren können, weil weniger Restgas im Motor bleibt. Wir kriegen ja viel einfacher alles nach hinten hin raus. Deshalb können wir da noch ein bisschen aggressivere Zündung machen und kommen nochmal wieder auf größere Leistung mit unserer Stufe 2. Jetzt geht's los. Besser untenrum. Ja, viel früher. Ja. Stufe 3. Bei der gehen wir quasi ans Maximum, was aus dem Serienmotor rauszuholen ist. Man probiert ja immer einmal zu gucken, wie viel geht mit Serienmotor und dann gibt es irgendwann nochmal eine Stufe 4, wo wir dann nochmal Pleuel und Kolben machen. Aber in dem Falle wollen wir eben gucken, was geht als sogenanntes Bolt-on-Kit. Wir lassen den Motor an sich zusammen. Ganze Kurbeltrieb bleibt alles Serie und ändern nur die Anbauteile am Motor so lange und die Elektronik, bis eben eine maximale Leistung dabei rauskommt. In dem Falle 991.2 Carrera S sind es dann eben wieder wie bei den Stufen 1 und 2 die Elektronik. Wieder nochmal mit schärferen Kennfeldern, speziell auch mit viel mehr Ladedruck nochmal in der Stufe 3. Zusätzlich dann noch das Getriebe. Getriebe in den Autos ja als Doppelkupplungsgetriebe, das heißt auch komplett elektronisch gesteuert, überwacht mit eigenem Steuergerät, was immer über den CAN-Bus im Gespräch ist mit dem Motorsteuergerät. Das heißt, die sind immer miteinander verbunden und kommunizieren. Und wenn ich jetzt ganz, ganz viel Leistung über das Motorsteuergerät abrufe und das Getriebesteuergerät mir aber sagt, ich habe eine Drehmomentbegrenzung und eine Leistungsbegrenzung, dann kommt hinterher trotzdem nichts an Rädern an. Muss das also alles mit geändert werden bei größeren Leistungssteigerungen. Wir können zum Glück in dem Falle dann auch noch die Schaltgeschwindigkeit mit ändern, weil schnelleres Schalten der Gänge unter Volllast ist ja immer schön und bringt einem auch gewisse Vorteile
in der Beschleunigungszeit, weil die ist ja letztendlich dann entscheidend, was macht mein Auto von 100 auf 200 oder von 200 auf 300. Ich kann mir den kompletten Launch-Start abändern und so weiter und so weiter. Das alles harmoniert, dass das Auto wieder das Paket abgibt, wie ich es haben möchte. Dann wieder die Auspuffanlage. Hatten wir schon in der Stufe 2, verwenden wir auch die gleichen Teile wie in der Stufe 2. Also auch wieder 200 Zeller Cut Euro 6. Super hoch beschichtet, dass wir die Abgase damit alle schaffen. Und dann natürlich Auspuffanlage für den guten Sound mit Klappe und allem drum und dran, was dazugehört. Serienendrohre, damit es serienmäßig aussieht, wollen die meisten Porsche-Fahrer so, kann ich auch verstehen, ist ja auch eine gute Optik. Eigentlich hauptsächlich entscheidend an der großen Mehrleistung die abgeänderten Turbolader. Wir verwenden weiterhin genau die Turbos aus dem Auto. Die werden ausgebaut, danach geöffnet, gereinigt, vermessen. Komplett bearbeitete Gehäuse für Turbine und für Verdichter. Verdichter ist die Luft, die Frischluftseite, Turbine ist die Abgasseite, damit dann hinter die größeren Räder reinpassen. Größere Räder im Turbo heißt, es geht mehr Luft durch. Die Abgase können freier durch, haben einen größeren Hebelarm aufgrund des größeren Turbinenrades. Das heißt, es kann mehr Kraft durch die Abgase auf die Welle und auf das Frischluftrad übertragen werden. Das Verdichterrad kann mehr Arbeit verrichten, es kann mehr Luft ansaugen. Und weil es größer ist und mehr Kraft übertragen wird über die Welle, geht eben viel mehr Luft in den Motor rein. Viel mehr Luft heißt wieder viel mehr einspritzen und viel mehr Leistung. Viel mehr Luft heißt auch viel mehr Ladedruck. Das Serienauto fährt ja noch mit bescheidenem Ladedruck. Wir fahren in der großen Stufe 3, wie wir uns vorgenommen haben, so mit 1,6 bis 1,7 Bar Ladedruck. Haltedruck bis Enddrehzahl. Das ist schon richtig was, ist schon eine Nummer. Aber wir wollen ja auch auf deutlich über 600 PS kommen und irgendwo so, ich sag mal, Größenordnung 700 bis 800 Newtonmeter. Was sich dann aber in der Entwicklung zeigen wird, wie viel wirklich möglich ist. Zum einen technisch möglich, zum anderen, was ist möglich, was hält überhaupt noch? Wann fängt die Kupplung an zu rutschen, selbst wenn ich mit über elektronisch erhöhtem Kupplungsdruck fahren kann? Was geht überhaupt alles? Wann fängt der Motor so dann an zu klingeln und kann nicht mehr Zündung, obwohl ich schon ganz freien Auspuff und einen ganz freien Turbolader habe? Was geht eben noch? Wie viel bringt mein Luftfilter? Wo komme ich hin? Aber das erklärte Ziel sind ganz klar die 600 plus und auch Beschleunigungszeiten, die irgendwo so in den 6ern liegen. Das heißt 100 auf 200 muss mindestens eine 6 vorne stehen. Serienauto haben wir gemessen mit 9,7. Und nicht nur einmal, 2 Personen drin, mehrfach gemessen, unterschiedliche Richtungen, um Wind und Gefälle und alles Mögliche, obwohl GPS sagt, ist nichts dabei, aber Wind kannst ja nicht aufzeichnen, alles auszuschließen. Gemittelt 4 Läufe, zweimal so rum, 9,7 war die gemittelte Zeit fürs Serienauto. Pass auf, jetzt kommt der Huckel und los geht's. Drehen einmal ganz kurz durch, hast du gemerkt? Ja, schön wieder oben raus, jetzt kommt. Viel mehr Drehmoment. Alles rein. Das war die Stufe 3. Stufe 4 fangen wir noch nicht mit an. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze am Markt ankommt. Bis Stufe 3 rauf. Stufe 4 wird dann sein mit verstärkten Pleueln und Kolben. Dann können wir zum Glück dann auch die Verdichtung reduzieren, um dann richtig Zündung drauf zu machen und Ladedruck. Und dann werden wir auch gleich ein paar ganz andere Lader reinbauen. Nicht nur Upgrade-Lader, sondern gleich was Anständiges. Und ich denke mal, bei dem Motor 3 Liter, 900 PS sind bestimmt drin. Aber das kommt irgendwann später. Wir halten euch auf dem Laufenden.